Was meinst du? Wollen wir morgen zusammen in die Spielhalle gehen? Das erste Spiel geht auf mich. Können wir ein Doppel spielen? Im selben Team? Wir sind immer im selben Team. Guten Abend. Die Nachricht des Tages. Encom-Vorstand und Videospielikone Kevin Flynn ist spurlos verschwunden. Flynn übernahm Encom 1982. Wie die Zukunft von Encom aussieht, wird maßgeblich von der Entwicklung dieses Waisenjungen abhängen. Yeah, I play program. I play Gem. I'm the key siren of the sirens, and we all dress the programs for the games. And I also work alongside Castor, Michael Sheen's character. We're all informants for him, so we're kind of like the tentacles that he sends out to kind of know what's happening within the grid. Doing it, you don't realize it. It's the aftermath. Okay. I had no idea what I was getting involved with when it came to Tron. I had never seen the original. I didn't know what was behind the kind of frenzy that was behind the film. So when I had signed on for it, I kind of started to get an idea. Every time I talk about it, my friends would be like, "Oh my God, you're in Tron?" And they'd panic about it. I'm like, well, what this? You know, there's a huge fan base, and then I went to Comic-Con, and then I realized what I was getting myself into. And you know, of course, there's that pressure, just because you want to, you know, satiate the people that love the original, but you also want people that didn't know the original to be appreciative of it as well. There's always that pressure for anything you do. You know, you can't. Every film, whether you can't always fill the shoes for people. So we just, I think, all wanted to make a film that people enjoyed. And I hope we did that. Yeah, I definitely did. Okay, good. Okay, and in the movie we saw you with these huge high heels. Did you get extra stunt training for that, or? No, there was no extra stunt training. It was just extra uncomfortability. Yeah, those heels were pretty monstrous. I was really insanely tall in those things. Okay, so are we happy now that it's over, or? Yeah, I mean, it's been a long process, you know, because beforehand, the build up to doing it, how much we had to put into it, and then being there and working in those long hours that you just wanted to have a moment of peace, and you just didn't. It just kept going. And then now the aftermath of it all, which has been so wonderful to kind of see how people react and travel to different places. And so, yeah, it's sad that it's over. I mean, there's like, you know, but it's also time for it to be done now, you know. Ich habe letzte Nacht eine Nachricht bekommen aus dem Büro deines Dads in der Spielhalle. Und? Und? Der Anschluss ist seit 20 Jahren abgeschaltet. Ja, du hast Transportation Design studiert. Heißt das, dass du schon immer genau wusstest, dass du was mit... Nee, sowas kommt von heute auf morgen. Da kannst du dich auch nicht drauf vorbereiten. Ich habe in Pforzheim studiert und bei VW total glücklich gewesen, Volkswagen. Dass dann sowas kommt, da machst du dir auch zu viel Druck, wenn du von sowas träumst. Das passiert dann einfach. Aber generell so, also jetzt Autos oder halt... Total. Also ich habe auch immer nachts an meiner Website gebastelt mit Raumschiffen. Ich bin auch Star Wars-Fan zum Beispiel. Okay. Hat mich immer fasziniert. Also ich wollte immer was anderes als Autos machen. Und da passt das ja. Wir haben ja Flugzeuge drin und Panzer, Flugzeugträger, Autos, Motorräder. Hauptsache irgendwelche technischen Fortbewegungsmittel. Muss schon technisch sein. Ich bin ja auch Deutscher, ein bisschen Ingenieursblut dabei. Okay. Finde ich schon gut. Also ich bin eigentlich eher so der spießige deutsche Raumschiffingenieur in Hollywood. Gut, wie bist du dann in die amerikanische Filmindustrie reingerutscht? Also da kann ich auch jungen Künstlern eigentlich nur Mut machen, sich ein bisschen zu engagieren und auch mal am Wochenende nicht nur feiern zu gehen, sondern an seinen eigenen Träumen zu arbeiten, die ins Internet zu stellen. Ich habe ein Buch veröffentlicht, total altmodische Variante, Cosmic Motors hieß das. Das hat der Regisseur im Buchladen gesehen und hat mir eine E-Mail geschrieben. Dann bin ich rübergeflogen. Also ich habe mich da jetzt nicht beworben, da gab es auch nie ein Aufnahmegespräch. Ja, es war eine Mischung aus Glück und harter Arbeit. Also, dass ich nie jetzt quasi bewusst da die Fühler nach Amerika... Das hatte ich ein bisschen im Hinterkopf, aber dass das echt was wird. Also vielleicht in 10 Jahren habe ich gedacht, aber dass das so schnell geht. Und das ist ja nicht irgendein Film. Also Disney und Tron ist ja ein Hammer. Und die haben 25 Jahre gewartet, um den Film jetzt nochmal neu zu machen. Und mit Daft Punk und Jeff Bridges in einem Film zu arbeiten,
Traum. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Kannst du uns erzählen, was du genau jetzt am Film gemacht hast? Also ich habe mich hauptsächlich um die Lightcycles gekümmert, da gibt es ja alte und neue. Ich habe das Auto entworfen, die Flugzeuge, wir haben ein großes und ein kleines. Und jedes Detail, also jeder Knopf da dran ist entworfen. Wir haben nichts geklaut vom Schrottplatz, wie man es an anderen Filmen macht. Das ist wahnsinnig viel Arbeit. Also hast du, wie viel ist da jetzt vom Alten noch drin und wie viel ist da jetzt Neues? Wir haben für die Fans natürlich, ich bin ja selber Fan, von dem alten Film ein paar Sachen drin, damit die auch zusammenpassen. Ja, klar. Ist ja eigentlich eine Fortsetzung, aber auch steht ganz alleine da, der Film, den kannst du auch gucken, ohne den alten zu kennen. Und da haben wir das Auto und das neue Motorrad, ich will ja auch noch nicht so viel verraten. Aber wir wollten es auch nicht zu nerdig machen, weißt du, also wir wollen ja auch Mädels im Film haben. Okay. Und da gibt es auch eine Vater-Sohn-Geschichte und es gibt Mode, also ist eigentlich für jeden was dabei. Okay, und wie viel Freiheit hattest du dabei, das zu machen? Also wie genau waren die Vorgaben, die dir Das hing ganz von wurden? den Fahrzeugen ab. Also das Lightcycle, da gab es viele Vorgaben, das spielt auch eine wichtige Rolle und da hatten auch schon andere sich versucht vorher dran. Andere Dinge, so der kleine Jet, das habe ich echt in der Mittagspause auf einem Post-it gemalt und dann war es irgendwie fertig. Also an einigen kämpfst du ein Jahr dran rum und an anderen, die sind an einem Tag fertig. Okay, das, ja, wie hast du denn da, oder wenn du jetzt so ein Design machst, wie fängst du da an? Also auf Total altmodisch. Also Kugelschreiberpapier ist echt immer noch angesagt, weil da muss es so schnell gehen, du hast keine Zeit. Und nach einer Woche baue ich das im Rechner in 3D und dann kann sich der Regisseur das auch von allen Seiten angucken, kann schon Perspektiven sich aussuchen. Das geht dann ins Previs, da können die schon den ganzen Film zusammenschneiden mit meinen ganz einfachen Computermodellen. Und dann weiß ich auch, oh, die Kamera wird meistens hier sein. Und dann baue ich das fertig, dann übernimmt das Effekthaus das, Digital Domain. Die rendern da die Hölle raus, damit es so echt aussieht. Und ein paar Sachen haben wir auch gebaut. Also das Cockpit vom Auto ist total echt. Da kannst du dich jetzt im Lagerhaus reinsetzen, einen Knopf drehen, Licht geht an. Okay. Also alles dabei. Hast du dir so ein Teil auch mal mit nach Hause genommen dann? Passt nicht in meine Wohnung. Also LE ist ja verdammt teuer, da passt so ein Lightcycle gar nicht rein. Schade. Wie lange hast du gebraucht, um jetzt zum Beispiel das Lightcycle oder ähnliches zu designen komplett? Also am Lightcycle habe ich über ein Jahr gearbeitet, aber das verstreut sich so. Man hat auch, du hast ja den Terminplan da, wie die den Film drehen. Und da ist halt am nächsten Samstag wird eine Szene mit dem Motorrad gedreht und am Freitag danach aber schon was mit dem Flugzeug. Und du designst das so hin, dass das genau in diesen strikten Terminplan reinpasst. Und das ist das Geniale. Du sitzt nicht ein Leben lang am Auto, sondern am Freitag machst du ein Flugzeug und am Montag ein Schiff oder was weiß ich. Das ist genial. Und wann hast du da angefangen, dran zu arbeiten? 2008. Also für mich ist der Film ja schon lange fertig. Ich bin ja danach zu Captain America gegangen. Marvel hat auch Spaß gemacht. 40er Jahre, Nietenrost. Und das ist ja das Geniale am Film, dass man an so vielen verschiedenen Sachen arbeiten kann. Aber wenn ich Tron jetzt sehe, das ist ja wie zum Rockkonzert zu gehen. Also Daft Punk Sound, die Kinos drehen auch den Sound immer gut auf. Ja, das muss aber auch sein. Finde ich gut, ja. Das ist genial. Also dir gefällt der Film persönlich auch gut? Ich finde, also es klingt echt kitschig, aber ich finde ihn genial, ja. Ja? I don't know, for me it's more exciting. I just like pretend a lot more than a lot of people do, but for me working with absolutely nothing was kind of a great experience. Because you just never lose touch of that childhood, that kid in you. And Jeff was always the first one to say, you know, it's a big old world of make pretend, make believe, and you know, as we did as kids, dress up and this and that's kind of what it was. And so you need more imagination to, I think. Yeah, but also we had the benefit. I mean, Joseph Kosinski on this one he was always 10 steps ahead and would explain what you're looking at so thoroughly that you could actually see it. You know, and that was our benefit. I mean, a lot of people don't get that. Before you made this movie, the Tron franchise was already very huge and had a
huge fan base. Was it scary to begin with the movie, or were there pressure for you? Yeah, you know, it's funny when I think back to first getting this job. I don't remember it being as big of a fan base as it seems to be now. I think that was the question back then: was do people care about Tron anymore? I certainly thought that there was a lot of potential for the movie because of how cutting edge the first film was. But it wasn't until that Comic-Con and the kind of the events after that and the way it spread around the internet that we really saw how much love there was for this property, and that was really exciting because it was the same kind of excitement that we had for the project as well. Okay, and you worked with Daft Punk. Yeah. Was that your own idea, or? Yeah, you know, that was the first. They were the first people I talked to about doing the music for this movie, just because it was so obvious. Like I had to at least try to reach out to them, and it turned out to be a really good fit. You know, in terms of a collaboration, we both saw this film. You know, the potential of this film, and you know, aesthetically and sonically, what we wanted it to look and sound like.